Giveaway-Auslosung und Level 60 leider doch nicht ganz drinnen. Und damit willkommen zurück in der Koralleninsel. Ihr seht, ich bin gerade Level 52, also ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ihr müsst ja bedenken, ich mache alles ohne Emplis gerade, deswegen dauert es dann tatsächlich doch also nicht lange auf jeden Fall, ich meine, es geht ultra schnell, aber ein kleines bisschen länger. Und heute habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, Emplis zu aktivieren. Hätte aber keinen Sinn gemacht, weil ich hätte heute niemals noch Job Change und die komplette Koralleninsel durchgeschafft. Und im Endeffekt haben wir jetzt auch nur die Aatrox übersprungen, aber ich kann euch sagen, die Aatrox sind auch nicht so interessant. Also ich muss sagen, die Mobdichte wird wirklich ab den Naga, ab den Schlangen wird sie ein bisschen besser. Also die Schlangen, dann die Aatrox, die Käfer und jetzt hier die Okens. Also das erinnert mich schon eher an früher, weil im Vergleich zur Open World ist das jetzt tatsächlich eine Mobdichte, mit der man auch wirklich arbeiten kann. Also egal, wo man hinguckt. Man sieht eigentlich immer kleinere Monstergrüppchen, 4, 5 Monster, die man eigentlich relativ schnell angreifen kann. Also das erinnert mich jetzt schon mehr auch ein bisschen an ein Premium-Gebiet, muss man sagen. Und deutlich besser als der Anfang. Ja. Also ich meine, klar, da gab es auch kleinere Grüppchen, aber ich glaube, das Gebiet von den Monstern am Anfang ist einfach zu groß, ehrlich gesagt. Weil gefühlt die halbe Koralleninsel sind 4 Monster oder so am Anfang. Und wahrscheinlich ist das einfach too much. Also, und die haben halt für alle Monster wahrscheinlich die gleiche Anzahl an Monstern oder eine ähnliche Anzahl an Monstern, würde ich jetzt mal vermuten einfach. Und deswegen wirkt das am Anfang so schlecht. Also hier ist auf jeden Fall besser. Und ja, was mich extrem nervt, ist halt wirklich das CS-Pad. Und One-Shots habe ich ewig nicht mehr gemacht. Deswegen ist das sowas, auch sowas vergisst man einfach. Oh, was ist das denn? Ein Cruiser-Helm? Cruiser-Gowns. Hey, nehmen wir mit. Ja, das ist einfach etwas, das man tatsächlich vergisst. Und zwar, dass man ja doch dann tatsächlich, wenn man nur One-Shots machen würde, oder selbst Two-Shots reicht eigentlich schon und die Monster jetzt nicht direkt nebeneinander stehen, dass man dann schon Probleme hat, einfach alle Items einzusammeln, weil, naja, die halt zu weit auseinander liegen. Das CS-Pad ist leider nicht das schnellste. Und deswegen habe ich mich jetzt darauf beschränkt, das meistens so zu machen, wie ich es jetzt gerade probiert habe, sofort zu zeigen. Also ich pulle einfach 10, 15 Monster und dann statt, dass ich sie AoE one-shotte, also 1v1 ich sie einfach, dann liegen alle Drops nebeneinander. Das CS-Pad hat absolut keine Probleme, alles schnell aufzuheben und ich kann direkt weiter mit Fastwalker. Also ich denke mal, das ist jetzt hier einfach die effizientere Taktik. Wird wahrscheinlich in Astria dann auch so ähnlich sein. Problem wird halt sein, ab 100% Crit-Rate werde ich wahrscheinlich alles one-shotten, bis Ratesia würde ich jetzt mal vermuten. Also zumindest Astria wahrscheinlich. Bei Mammuts vielleicht nicht, mal schauen. Aber naja, also wir werden sehen, aber vermutlich schon. Der einzige Vorteil ist, ich habe keinen Link-Attack und ich werde auch niemals Link-Attack haben. Also das bremst uns ein bisschen damage-technisch und das ist aber auch gut so. Weil, ja, wie gesagt, ich level ja ohne Leecher, weil es mir ja gar nicht um XP geht. Und eben aufgrund des One-Shots-Problems ist es auch gut, dass wir keinen Link-Attack haben. Also ich werde vielleicht mal eine Party joinen für Party-Skills. Aber ganz ehrlich, das habe ich früher auch nie verstanden, warum das Leute machen. Not gonna lie, ich bin da immer noch skeptisch darüber. Aber früher haben schon Leute zu mir gesagt, warum ich mit Party-Skills Event farme, weil für Event-Items bringt das natürlich nichts. Und das ist natürlich absolut richtig, das hat noch nie was gebracht, dass man mit Party-Skills irgendwie mehr Event-Items droppt. Habe ich auch nie gesagt. Aber bei mir war es halt immer so, wenn ich schon farme, dann will ich ja so viel wie möglich und dann nehme ich auch so viel mit wie möglich und mehr Party-Skills bedeutet ja auch mehr NPC-Drops, mehr NPC-Geld. Nicht, dass das jetzt eine riesige Rolle spielen würde, in Flyff PC schon seit Jahren nicht mehr, sage ich mal, dass es keine riesige Rolle mehr spielt. Aber ich habe es einfach immer mitgenommen, weil ich mir dachte halt, ja, es ist irgendwie wasted. Ich meine, wenn ich schon farme, dann will ich auch das absolute Maximum rausholen und das geht halt dann trotzdem nur mit Party-Skills. Man droppt mehr Oris, mehr Moonstones, mehr Treasure Chests und so weiter und so fort. Also einfach alles, was man droppen kann, droppt man. Eine Wedge-Suit M, okay. Let's go. Man droppt einfach alles mehr mit Party-Skills und das war einfach meine Auffassung. Aber jetzt, wo ich tatsächlich dann wirklich eigentlich nur noch wegen den Gems hunte und halt ein bisschen leveln will und vielleicht noch die Events mit farmen will, also Event-Items, Gems sind im Endeffekt auch Event-Items, kann man sagen, und sonst eigentlich gar nichts wirklich haben will, seitdem muss ich sagen, ist es dann doch irgendwie angenehmer, wenn nicht so viele Items droppen, weil erstens mal ist es dann nicht so unübersichtlich, wenn jedes Monster 3 NPC-Items droppt gefühlt, weil das sind ja auch solche Beutel und die Beutel sind meistens auch Event-Items und das ist dann immer sehr nervig, wenn du jeden Beutel angucken musst, um zu gucken, ob es nicht doch ein Event-Item ist, das dein CS-Pad hat liegen lassen und so. Also da ist besser, wenn weniger droppt. Ja, da gut, dann Penya-Drops natürlich und so. Also ist schon ein bisschen angenehmer und dann, ja, muss ich tatsächlich zugeben, Jahre später kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen. Aber gut, aus dem Grund habe ich halt noch nie wirklich gefarmt. Also nur um Event-Items zu farmen habe ich ja noch nie gefarmt. Ich habe dann, wenn immer, eigentlich das mit Leveln verbunden, sag ich mal. Und halt, wie gesagt, dann trotzdem alle Drops haben wollen. Weil ich jetzt auch selten so gefarmt habe, dass ich One-Shots mache, weil ich das schon noch nie gemocht habe mit den One-Shots. Oder wenn man zu viel Damage macht. Aber jetzt ist das halt so ein bisschen unvermeidlich.
Ja, und außerdem ist mir noch aufgefallen, ich habe euch das Cruiser-Set gar nicht richtig gezeigt, beziehungsweise habe ich vergessen, dass es ja nicht jeder kennt. Also ich meine, ich habe es schon 1000-mal gezeigt und das ist das Cruiser-Set, das ich seit 6 Jahren, 7 Jahren fast besitze. Aber ja, das habe ich beim letzten Mal leider vergessen. Sorry dafür. Habe ich einfach gar nicht dran gedacht. Wobei ich habe ja gesagt, es hat 138 Crit Damage, das habe ich gleich schon gesagt. Also der Helm hat, glaube ich, 51 Dex und 10 STR müssten das hier sein. Dann die Suit, ich glaube 71 Crit Damage, 34, 49, 62, 71, genau. Und dann müssten die Boots 68 haben. Ne, 67 auf 138 insgesamt. Das sind 26, 37, 54, 65. Oh, 65 nur? 132. Wait, what? Echt? Oder 13, 13, 26, 37, 54, 65 tatsächlich. 65 und was waren's? 71. 136 Crit Damage. Oh, na gut, dann sind es 136, nicht 138. Ja gut, okay, mein Fehler. Entschuldigung, aber ich wurde total gelogen. Ja gut, dann nehmen wir 136 von mir aus. Das ist ja Jacke wie Hose. Ja, und dann die Handschuhe sind vollkommen irrelevant. Mit 130 ATK habe ich ja auch schon gezeigt und gesagt, die haben ja keine Crit-Rate. Was uns jetzt natürlich so gesehen ein bisschen blöd kommt, aber wie gesagt, nur One-Shots zu machen. Also wenn die Gowns jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal übertrieben 30% Crit-Rate hätten, wäre das gar nicht mal so geil tatsächlich, weil dann würde ich noch mehr One-Shots machen und dann könnte ich jetzt diese in Anführungszeichen Taktik mit dem Pullen hier nicht machen. Und wie gesagt, wenn die Mobdichte nicht die allerbeste ist, dann killt man so, glaube ich, effektiv mehr Monster und hat halt, wie gesagt, mit dem Items aufheben nicht so ein großes Problem. Ist als Ranger oder als Fernkämpfer natürlich noch ein bisschen größer das Problem als Nahkämpfer, wobei selbst als Mercenary, ganz ehrlich, wäre es auch nervig. Du läufst zu einem Monster, du one-shottest das quasi fast, du bist direkt zum nächsten und dann musst du eigentlich auch wieder stehen bleiben. Also, oh, hoppla. Ja, deswegen denke ich mal, passt das schon so. Und ja, Level 60 habe ich ja gestern angeteasert, sag ich mal. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Und mein Quallen-Ticket läuft mal wieder nur noch 3 Minuten. Ja, also ich habe es leider nicht früher online geschafft. Ich habe auch viel zu tun. Ich schreibe morgen eine Klausur tatsächlich. Und habe es ja nicht unterschätzt, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr leider. Diesmal habe ich das Quallen-Ticket auch viel großzügiger aktiviert. Erst gestern um 19 Uhr. Das ist so 2 Stunden Puffer, sag ich mal. Aber ist jetzt trotzdem einfach nicht ausgegangen, ohne MPs Level 60 zu schaffen. Aber dann, habe ich auch vorhin schon angesagt, wollte ich jetzt keine MP nur für Level 60 aktivieren, weil dann hätte ich ja Job Change noch machen müssen. Dauert nicht lange, keine Frage, aber hätte mich jetzt trotzdem noch aufgehalten. Und dann hätten wir nochmal kurz Korallinsel gehen müssen. Das hätte dann auch nochmal, keine Ahnung, 20 Minuten extra gedauert, die ich jetzt auch einfach nicht mehr gehabt hätte. Also von dem her hätte es auch keine Rolle gespielt, wenn das Korallinsel-Ticket jetzt noch eine Stunde laufen würde, weil ich dann jetzt einfach los muss sozusagen. Also Bruder muss los quasi. Das Einzige, was ich jetzt dann noch machen werde, ist die Giveaway-Auslosung, weil ich ja gesagt habe, Teilnahme bis 24.01. 23,59. Also damit ist quasi gemeint garantierte Teilnahme. Ich habe nicht gesagt, wann ich es auslose, aber nur bis dahin könnt ihr garantiert mitmachen. Die Kommentare sind aber eh viel weniger geworden. Und genau, und dann, das nehme ich jetzt dann nochmal gesondert auf quasi, wird aber Teil dieses Videos auf jeden Fall, am Ende des Videos. Und genau, das heißt, wir haben heute keinen G-Bow, kein neues Equipment, aber zumindest ein paar Level-Ups. Ich weiß nicht, mit welchem Level ich das letzte Video beendet habe, wahrscheinlich mit 47, 48 oder so. Sind wir zumindest 53. Wie gesagt, ich will es echt nicht überstürzen, weil ich finde, der Anfang... Ich meine, zählt euch das rein, ich habe keine Amplis aktiviert, nicht ein einziges Mal Amplis. Ich level ohne Leecher und sogar jetzt ohne Buffs, weil ich zu faul bin, nochmal rauszugehen und nochmal reinzugehen, vor allem wegen 3 Minuten. Jetzt noch 1 Minute 40. Um mich nochmal zu rebuffen, weil ich habe jetzt meine M natürlich mich nicht mitgenommen, weil der macht ja nichts, der läuft mir nur dumm hinterher und rebufft mich alle 25 Minuten mal. Das bringt mir gar nichts, der kann auch einfach draußen warten und ich spare mir ein Ticket. Aber klar, jetzt für so eine kurze Zeit dann nochmal raus und rein zum Rebuffen ist natürlich nervig. Aber sonst wäre es jetzt kein Problem. Also einmal jeder, wie gesagt, knapp halbe Stunde rausgehen zum Rebuffen finde ich jetzt nicht so schlimm. Also in Astra werde ich das wahrscheinlich... Ja gut, kommt drauf an. Also wenn ich jetzt nur mal so ein bisschen farme, Schrägstrich Level, werde ich es in Astra wahrscheinlich ähnlich machen. Dann wird er wahrscheinlich auch kein Ticket bekommen. Dann brauche ich einfach weniger Tickets, weil ich weiß auch gar nicht, wie teuer die sind. Wahrscheinlich nicht sehr teuer. Flauschige Invasion dürfte ja noch ab und zu kommen und Astra-Tickets damit hoffentlich noch günstig sein. Aber trotzdem, warum 2 Tickets benutzen, wenn 1 im Endeffekt reicht. Aber wenn ich jetzt mal irgendwie streame oder so, für, keine Ahnung, 2 Stunden oder so am Stück, ich meine, dann mache ich es wahrscheinlich nicht, weil dann ist es natürlich trotzdem ein bisschen nervig. Außerdem muss man jetzt dazu sagen, Blessed Step ist schon nice, aber will jetzt auch tatsächlich gar nicht so ultra viel bringen, sag ich mal. Also, naja, ein bisschen, aber naja. Genau, heute auf jeden Fall nicht so viel geschafft. Dafür dann, ja, am Wochenende wahrscheinlich der erste Live-PC-Stream mal wieder. Mal gucken, ob wirklich und wann dann.
Werde ich wahrscheinlich nochmal gesondert ankündigen. Wenn nicht, dann einfach mal vorbeischauen abends. Immer jeden Tag, nicht nur am Wochenende. Jeden Abend Flive Stream, meistens Flive Universe. Und genau, jetzt läuft unser Ticket wieder ab. Wir werden rausgeschmissen. Noch kurz sicherstellen, dass hier kein Gem liegt. Ich habe heute auch nur 3 Stück gefarmt. Aber naja, manchmal reicht es halt einfach nicht. Aber man sieht auch bei den Tournaments, manchmal haben manche Leute 60 Gems und an einem anderen Tag haben sie gar nichts gemacht. Also man sieht auch, dass die da ja, ein bisschen Schwankungen haben. Gut, Level 53 mit 23%, wie gesagt, nicht der erfolgreichste Tag. Aber jetzt kommt noch die Giveaway-Auslosung. Und dann machen wir beim nächsten Mal eben Level 60 vermutlich. Oder im Stream, je nachdem. Ja, Job Change ist vielleicht auch was für einen Stream, weil es ein bisschen länger dauert, aber naja. Genau. Was ich noch mit meinen Items mache, by the way, vom Weihnachtsevent, wahrscheinlich tausche ich sie ein, für was auch immer ich dafür bekomme. Es wird nicht sehr viel sein wahrscheinlich und den Rest werde ich vielleicht probieren zu verkaufen. Und genau, ja, neues Event ist gestartet, habe ich mir jetzt auch noch nicht angeschaut. Machen wir dann auch noch beim nächsten Mal wahrscheinlich. Oder im Stream. Und genau. Dann auf geht's zur Auslosung. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon bei der Auslosung angekommen. Wir werden das Ganze einfach so machen, wir gehen einfach von 1 bis 10 diese Codes in Anführungszeichen durch, dass es gar keine Codes sind. Also ich wurde darüber so aufgeklärt, das Giveaway ist ja quasi in Kooperation mit Gala und ihr bekommt die Items einfach vom Game Master zugeteilt. Also ich hoffe, das funktioniert auch alles, aber ich habe da leider keinen Einfluss drauf, ich kann euch keine Codes geben und genau, müsst einfach darauf vertrauen, dass das passt. An dieser Stelle auch großen Dank an GM Doda bzw. Daniel für die Durchführung, dass es möglich gemacht wurde, dieses Giveaway überhaupt für die Community. Und ja, dann würde ich sagen, also das ist das Video, kopiere ich hier den Link, dann posten wir das hier rein. Wir filtern Duplicate Users, ich wurde schon angeschrieben, dass Leute doppelt kommentiert haben mit dem gleichen YouTube-Account, das spielt keine Rolle, weil die werden hier rausgenommen. Ja, müssen hier noch eine mathematische Gleichung lösen, eine sehr komplexe. Und am Anfang habe ich immer nicht gecheckt, dass es ein Plus ist, weil es sieht echt aus wie ein geteilt, weil es so klein ist. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich näher ranzoomen müsste wahrscheinlich oder meine Augen zu schlecht sind. Und genau, dann klicken wir auf Get Comments. Das sind wahrscheinlich Amount of Unique Comments sind 93, genau. Es sind 103 Kommentare insgesamt, aber ich habe selbst kommentiert 2-3 Mal oder so. Wie gesagt, dann andere Leute noch 2 Mal oder so. Und dann ja, sind es halt insgesamt nur 93 Leute tatsächlich. Und ja, wir rollen einfach 10 Leute am Stück aus quasi. Ich poste hier mir selbst in der Tabelle einfach, wie gesagt, von 1 bis 10 und blende euch dann wahrscheinlich nochmal die Codes ein, beziehungsweise die Gewinne, die ihr bekommen habt. Werde es aber nicht nochmal extra dazu sagen immer, da die Reihenfolge ja quasi eh feststeht. Also das ist das, was ich euch im letzten Video quasi auch gezeigt habe. Also das kann ich jetzt auch keinen Einfluss drauf nehmen. Oh, ich sag's einfach dazu. Also das erste sind 5 QMPs ein Tag und ich glaube, wenn ich jetzt auf Start drücke, geht's direkt los. Ja, doch, genau. Also dann viel Glück auf jeden Fall. Danke euch allen für die Teilnahme. Und ja, let's go, würde ich sagen. Edo-Stil haben wir hier. Char-Name Angular. Und die Rechtschreibung, oder ja, das Schreibweise wirklich wichtig, weil ich kopiere mir die Namen hier wirklich einfach raus. Und ja, das war's. Pick another winner. Ich glaube, dann kommt jetzt nicht direkt die nächste Auslosung. Genau, jetzt geht's so weiter. Passt. Genau, cooles Projekt, eine der geilsten Erfahrungen vielleicht überhaupt, finde ich, mit einem neuen Char mit Schmuckster zu starten. Okay, er hat anscheinend am Giveaway nicht teilnehmen wollen, kein Server, kein Char-Name, okay. Gut, dann müssen wir rerollen. Ja. Genau. Ich will nur auf ganz Nummer sicher gehen, dass hier nirgendwo ein Char-Name steht, aber das erfüllt auf jeden Fall nicht die Bedingungen, die ich gestellt habe. Nope. Okay, ja gut, sowas gibt es natürlich auch. Leute, die kommentiert haben, aber gar nicht am Giveaway teilnehmen. Das ist natürlich das nächste dann. Ja, Char-Name ist Gonio. Ach stimmt, das Server muss ich natürlich auch noch dazu schreiben, aber gut, das kann ich im Nachhinein nochmal nachschauen. Das waren jetzt habe ich es vergessen dazu zu sagen, 50 X-Empties für eine Stunde waren das jetzt. Als nächstes haben wir einmal Premium-Buff 30 Tage. Das mit dem fehlenden Server, fehlendem Char-Name hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Hab ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass jetzt jemand gewinnt, der gar nicht teilnimmt. Also Gonio, Server Yggdrasil, hat gewonnen 50 X-Amps 1 Tag und der nächste Gewinner bekommt einen Premium-Buff 30 Tage. Schau mal. Okay. Server ist wieder Yggdrasil. Ja, diese Website ist nicht die beste, muss ich wirklich zugeben.
Aber anders geht's halt nicht. Genau. Passt. Rowena Yggdrasil war einmal Premium Buff 30 Tage. Der nächste Gewinner 50 Ultimate Blessing of Barona. Ja, passt. Let's go. Da haben wir Xarix von Dryad tatsächlich. Der erste Dryad-Gewinner, glaube ich. Xarix von Dryad hat 50 mal Ultimate Blessing of Barona. Passt. Dann haben wir... Ach, und übrigens keine Doppelgewinner. Ich hoffe, das habe ich im ersten Video gesagt. Let's go. Tip-Tap von Yggdrasil. Schau mal. Yggdrasil. Passt. Das war... Ach scheiße, das wird nicht dazu gesagt. Ein Soul Leech Bundle. Ein Soul Leech Beat Bundle. Ja, ich muss ja sicher gehen, dass ja das stimmt mit den Server- und Charnamen. Immer doppelt und dreifach kontrollieren, dass man nichts vergessen hat oder so. Genau. Tip-Tap Yggdrasil war Soul Leech Beat Bundle. Der nächste Gewinner gewinnt dieses fette neue Bundle, dieses neue Item-Bundle. 5-mal Baruna Fusion Katalysator, 5-mal Baruna Fusion Success Rate Increase Scroll, 5-mal Baruna Fusion Protection Scroll. Also insgesamt 15 Items, die alle mit dem neuen V23 Stuff zu tun hat. Gewinner Nummer 6 ist das dann. Da haben wir Blueby Blub von Server Dryad. Blueby Blub von Server Dryad hat dieses neue Upgrade-Bundle quasi, nennen wir das jetzt einfach mal vertretungsweise, gewonnen. Dann haben wir Nummer 7, gewinnt 50 mal Scroll of Talisman Protection und 50 mal 7 Colored Stone. Genau. Let's go. Viel Glück. Dann haben wir Dameron von Yggdrasil. Okay, das war Nummer 7. Dann haben wir die 200A Product, das geht ein bisschen schneller auszusprechen. 200A Product für die nächste Person. Person Nummer 8 ist das dann. Genau, let's go. Oh. Da haben wir den ersten Doppelten tatsächlich. Ja gut, wie gesagt. Fällt raus, also doppelt haben wir nichts. Ich hoffe, ich habe es beim letzten Mal gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich hoffe wirklich, dass ich es gesagt habe. Aber es ist ja eigentlich klar, sag ich mal. Genau. Nähern sind wir noch bei 8 mit 200A Products. Try again, würde ich sagen. Ich sehe tatsächlich immer die gleichen Namen bei dem Durchlaufen, aber das wird einfach von der Website wahrscheinlich automatisch so sein. Oder es kommt mir nur so vor, keine Ahnung. Aber es hat sowieso keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Dann haben wir wieder einen Gewinner von Dryad. Ich finde tatsächlich, dass es ziemlich bunt gemischt ist. Wir haben jetzt gleich 5 Gewinner von Yggdrasil und 3 von Dryad. Also doch gemischt auf jeden Fall. Not So Smile von Dryad hat 200 A-Proids gewonnen. Gut, dann haben wir Gewinn Nummer 9, 200 C Protect. Und let's go. Hier haben wir Yggdrasil Rivera. Okay, 200 C Protect, passt. Und passt auch, Name sollte passen, genau. Und der letzte Gewinn, 50 mal Blessed Enamel of Barona. Ich habe übrigens keine Ahnung, was hier unten die ganze Zeit lädt, ehrlich gesagt. Ne, ich habe absolut keinen blassen Schimmer, aber ja, wie gesagt, das ist einfach die Website. Und hier haben wir noch Tekken, auch wieder von Dryad tatsächlich. Okay, damn, dann war es wirklich, ich glaube 4:6 war es jetzt letztendlich. 4 Leute von Yggdrasil, 6 von, andersrum. 6 Leute von Yggdrasil, 4 von Dryad. Okay. Dann schauen wir nochmal. Also, die Gewinner sind Angula, Jonio, sorry für die falsche Aussprache wahrscheinlich, Rowena, Xarix, Tip-Tap, Blubli-Blub, Dameron, Not So Smile, Rivera und Tekken. Genau. Also Glückwunsch an alle Gewinner. Danke auf jeden Fall nochmal an für die Teilnahme, wie gesagt, und danke nochmal an Gala für die Ermöglichung des Giveaways. Ist auch nicht selbstverständlich, weil die Gewinne sind ja doch relativ großzügig, kann man auf jeden Fall sagen.
Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das in Zukunft nochmal geben wird oder ob das jetzt die einzige Kooperation war. Müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall danke euch allen und wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall gerne auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.